Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es um... Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch zwei eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längeren zusammen. Und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor, wenn man vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau, Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITYAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. Speziell diese Fahrgestellnummer, speziell um dieses Fahrzeug. Und zwar ist das Fahrzeug... Aber es ist nicht beschrieben, ob das jetzt speziell der Motor ist oder speziell das Fahrzeug. Moment, das ist die Fahrgestellnummer. Ich gehe mal davon aus, der Dieselmotor, dann geht es sehr wahrscheinlich um den Motor. Das ist der OM642. Und der ist von einer Rückrufaktion von einer freiwilligen Kundendienstmaßnahme betroffen. Es ist keine Rückrufaktion, aber man wird angeschrieben und eine freiwillige Kundendienstmaßnahme. Software-Update für den Dieselmotor. Deswegen, wenn ihr angeschrieben werdet, das ist keine Rückrufaktion, obwohl es einen Aktionscode für gibt, das ist der 5498717. Und hier soll angeblich, oder hier wird, die Komplizierte der Motorsteuerung ist aus technischer Sicht sehr hoch. Änderungen an der Software können sich auf eine Vielzahl der Parameter auswirken. Dazu gehört beispielsweise Kraftstoffverbrauch, CO2-Ausstoß, Stickstoffemissionen. Zudem hat die Kundenzufriedenheit für Mercedes-Benz Priorität, so dass auch weiterhin der Motor- und Bauteilschutz gewährleistet sein muss. So, deswegen ganz, ganz wichtig, um es jetzt kurz zu erklären. Beziehungsweise, ich habe da ein bisschen recherchiert, ein bisschen telefoniert, ein bisschen nachgefragt, was wird denn jetzt eigentlich gemacht? Und, also diese Aktion ist freiwillig, ist aber meiner Meinung nach nicht zu empfehlen. Warum? Weil die AGR-Rate wird bei diesem Aktionscode, den ich gerade genannt hatte, wird für den Motor die Abgase, die zurückgeführt werden in den Ansaugtrakt, da wird die AGR-Rate erhöht. Das bedeutet, dem Motor wird viel mehr Abgas in den Motor zurückgeführt. Das wird mit der Software gemacht. Wurde mir intern gesagt. Deswegen achtet immer drauf, was wird wirklich gemacht, nicht einfach sofort hinfahren, machen. Es ist eine freiwillige Aktion. Warum die das wieder machen, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich würde es nicht empfehlen, deswegen schreibe ich diesen Aktionscode rein, wer ihn hat und danach suchen wird. Also intern wurde mir gesagt, dass die AGR-Rate erhöht wird. AGR bedeutet Abgasrückführung. Das bedeutet, dass viel mehr Abgase zurückgeführt wird, um die Stickoxide zu senken. Deswegen. Und was ist der Nachteil davon? Dass desto mehr Abgase zurückgeführt werden, die Abgase führen meistens dazu, dass viel mehr der Motor innen drin verdreckt wird. Und dadurch, dass die AGR-Rate erhöht wird, wird immer mehr Abgase eingeleitet. Und das führt dazu, dass es dann viel schneller von innen verkokt. Und das Ganze ist nicht wirklich zu empfehlen. Deswegen, solange es freiwillig ist, meiner Meinung nach könnte man das lassen. Deswegen schreibt mal bitte alles unten in die Kommentare, wer von euch angeschrieben wurde oder ob ihr da hingefahren seid, ob ihr irgendwelche Vor- oder Nachteile habt für die Leute, die sich das Video reinziehen, um
und in der Überlegung sind, hinzufahren. Natürlich könnt ihr auch hinfahren, aber es ist wie gesagt freiwillig. Deswegen nur so ein kurzes kleines Statement, Update, was da so abgeht bei den Motoren für den einen oder anderen. Ihr könnt ja auch natürlich gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr angeschrieben wurdet. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, das ist März 2023. Freiwilliges Software-Update, um irgendwas zu verbessern. Ihr habt auch keinen Nachteil, wenn ihr das Ganze nicht mitmacht. Ja, Kraftfahrt vom Bundesamt, Datenschutz ist eine Datenschutzgeschichte. Kraftfahrtbundesamt. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dem einen oder anderen weiterhelfen, der jetzt nicht gerade wirklich wusste, was da passiert oder was passieren wird. Und wenn ihr Bock drauf habt, macht die Aktion. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, lasst es sein. Ihr werdet dadurch nicht benachteiligt, meiner Meinung nach. Natürlich alle Angaben ohne Gewähr. Und ja, schreibt bitte alles unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.